Du willst zum Meklong Zugmarkt? Thailands verrückter Eisenbahnmarkt bei Bangkok wartet. Ich zeig dir, wie du für nur 123 Baht individuell hinkommst. Anreise und Zugfahrtplan, alles in diesem Video. Bangkok, capital of Thailand, an oriental setting. Since backpackers discovered this captivating place, traveling here is something quite beyond the Kailan strand. One night in Bangkok, and the world's a sight to see. The bars have a sacred. Guten Morgen aus Bangkok und ich begrüße dich zu einer weiteren Folge der One Night in Bangkok Serie. Und heute geht es zu dem Zugmarkt mit Meklong Trade Market mit den öffentlichen Verkehrsmitteln. Und wie man hört, ich stehe hier schon an der BTS-Station St. Louis. Von hier geht's los. War mit der BTS einfach nur ein paar Stationen, ich glaube es sind ungefähr 4, kostet 32 Baht und steigt dann dort in einen ganz normalen Zug ein. Der bringt mich dann weiter und wie das alles weitergeht, das siehst du in dem neuen Video. Also let's go und lass uns eine Karte kaufen, die Fahrkarte kaufen für die BTS. Am Automat einfach oben rechts auf Englisch drücken und dann kannst du auf dem Touchscreen deinen Bereich, wo du hin möchtest. Bei mir ist es jetzt Wong Liang Yai, die S8. Ich starte von der Station 4. Das ist die BTS-Line. So, kostet 32 Baht. Also komme ich eine Karte, ein Wechselgeld und dann geht schon los. An der Station ist ja kein Taxi, kannst du einsteigen, wenn du von der Busan kommst. Da kannst du mit dem, sag ich mal, mit dem Klongboot über den Schaubreihe River runterfahren, da umsteigen. Es gibt natürlich noch andere Möglichkeiten, einfach hier in die BTS einzusteigen. Du kannst mit der MRT bis Silong fahren und dann praktisch in dieselben Station Saladin umsteigen von der BTS. Oder von Siam National Stadium, da kommt man auch über die Khao San mit dem Bus. Es gibt viele Möglichkeiten, es ist wirklich einfach, praktisch nach Liang Yai zu kommen und dort dann in Mont Todori, das ist auf der anderen Seite vom Fluss, den gar nicht zu laufen. Also probier es einfach aus, es ist nicht schwer und kannst du empfehlen, das mal auf eigene Faust zu erleben, denn es ist wirklich ein Erlebnis dieser Tagesausflug. Am Ende dieser kleinen Brücke, wo du dann gehst, siehst du hier unten diesen Zebrastreifen und über den solltest du auch gleich drüber gehen,
Denn ich hatte mal das gemacht beim letzten Mal, wo ich dorthin bin. Bin auf der rechten Seite geblieben und weitergelaufen, aber der Bahnhof ist auf der linken Seite. Da musst du extrem weit weiterlaufen, bis die nächste Brücke kommt, die dich wieder über die Straße bringt. Daher einfach gleich hier Straßenseite wechseln und dann hast du es ziemlich einfach, den Bahnhof zu finden. Die Fahrkarte hat jetzt ganze 10 Baht gekostet und 8:35 Uhr geht's los. Diesen Zug solltet ihr auch nehmen, weil ihr dann ungefähr in Maha Chai ankommt und dann noch ein bisschen umsteigen müsst. Ihr braucht locker eine halbe Stunde und man hat so 40 Minuten Umsteigezeit. Also daher 8:35 Uhr, wer das machen möchte. Auf meiner Webseite gibt es einen ausführlichen Blogbeitrag dazu. Den verlinke ich immer unten in die Blogpost. Da sind auch alle Abfahrtszeiten drin. Man kann auch noch einen später fahren. Ja, schau einfach mal rein. Da siehst du alle Informationen auch nochmal zusammengetragen schriftlich. So, pünktlich geschafft. Jetzt haben wir genau 8:27 Uhr, 35 spielt der Zug ab. Mal Thai-Tee, dann habe ich mir etwas zu essen gekauft für die Fahrt. Ein leckeres Pad Thai für 30 Baht. Der hat hier, glaube ich, auch 30 gekostet. Und die Zugfahrt 10. Also alles in allem ein Erlebnis für unter 3 Euro. Kann ich nur empfehlen. Und jetzt bin ich gespannt auf die schöne Fahrt in den Zug und freue mich schon auf das nächste Abenteuer, und zwar in Maha Chai. Wenn ich umsteige, da geht es dann über einen der größten Fischmärkte der Region, rüber direkt zu dem nächsten Bahnhof in Bang Leng. Da muss man etwas laufen, eine Fähre benutzen, aber das wirst du schon sehen. Also jetzt lass uns mal die Fahrt genießen.
Das ist hinter mir der Bahnhof Mahachai und jetzt geht's weiter. Man muss umsteigen hier. Und wenn du rauskommst aus dem Bahnhof, dann gehst du praktisch dann nach rechts weg und läufst an dem Fischmarkt vorbei und irgendwann geht es wieder links und dann geht es zum Pier, da muss man mit der Fähre rüber und kurz danach geht es einfach wieder weiter. Es ist auch ein bisschen beschildert, man kann sich eigentlich kaum verlaufen, danach geht es nochmal rechts, einmal links und dann ist man schon da. Hört sich kompliziert an, ist es aber gar nicht, daher lass uns einfach mal auf den Weg gehen und schauen wir mal, was es alles zu sehen gibt. Es ist jetzt so 9:30 Uhr und ich meine, der nächste Zug fährt um 10:10 Uhr. Das heißt, ich habe gute 40 Minuten Zeit. Ich denke, das sollte auch machbar sein und ist kein Problem. So keine 100 Meter vom Fischmarkt oder vom Bahnhof eher gesagt entfernt über den Fischmarkt kommst du auch schon zu dem Pier, wo es weitergeht. Mit dem geht es jetzt gleich rüber. Und zwar, das siehst du hinter mir, da gehe ich hin. Auf eine Fahrkarte kostet glaube ich so 3 bis 5 Baht. Und dann geht es gerade über den Fluss drüber. Und ja, drüben laufe ich gerade noch ein Stückchen weiter zum nächsten Bahnhof. Und dann geht es weiter zu dem Zugmarkt. Fahrkarte hat wirklich nur 3 Baht gekostet und jetzt fahren wir da drüben hin und dann geht es weiter, gerade ein Stückchen geradeaus, einmal rechts, einmal links und dann sind wir schon am Bahnhof Ban Blem angekommen und von dort aus geht es dann weiter mit dem Zugmarkt nach Meklong. So, wie du siehst, wir sind ja hier hinten direkt am Pier angekommen von der Fähre. Wir sind hier bei der nächsten Kreuzung. Da ist einmal sehr markantes Haus. Da steht auch schon hier oben die Station dran und auch folge einfach den Autoschild. Aber hier, einfach nur hier geradeaus und da läufst du jetzt einfach nur ein bisschen hinterher. Es ist auch ausgeschildert, vorne noch einmal links und einmal rechts meine ich und dann ist man eigentlich auch schon da. Jetzt ist es 9:50 Uhr, das heißt, habe so ungefähr eine Viertelstunde, 20 Minuten gebraucht, bis hierher zu kommen und jetzt geht es gerade noch den Rest bis zum Bahnhof. Habt ihr noch 20 Minuten Zeit.
So, an der Goldenbutter einfach kurz vorbei. Und dann seht ihr auch schon den Bahnhof. So, das hat jetzt gedauert, genau 10 Uhr. Das heißt, 20 Minuten ungefähr braucht man von Bahnhof zu Bahnhof. So, hier geht es jetzt noch schnell ein Ticket holen. 10 บาท Ken? ให้ผมคิดเองนะครับไม่ได้หรอกโอเค Guten Tag. So, das Ticket hat jetzt ja auch wieder 10 Baht gekostet und jetzt geht es nochmal weiter. Ich glaube auch so ungefähr eine Stunde fährt der Zug. Was ganz praktisch ist, ist hier einzusteigen, denn so, ich denke mir 3-4 Stationen vor Meklong Station steigen ganz viele Leute ein, die ein Ticket, sag ich mal, mit so einem Tour Operator in Bangkok kaufen und die werden dorthin gefahren. Und dann wird der Zug unheimlich voll. Wenn man natürlich hier sitzt, hat man einen guten Platz auf dem Fensterplatz und kann dann praktisch die Fahrt super genießen, auch die Fahrt durch diesen Zugmarkt einfach. Daher, jetzt warten wir, bis der Zug kommt, der ist nämlich noch nicht da und dann geht's los.
So, ich habe es geschafft. Ich bin ja jetzt hier an einem Market angekommen. Der Zug kommt ja um, ich glaube, 11:10 Uhr hier an und hat dann 20 Minuten Aufenthalt. Und das ist wirklich krass. Himmel und Menschen. Eigentlich kommt man ja gar nicht mehr vom Menschen irgendwo hin oder her. Ist eigentlich schon too much Overtourism. Aber so ist es halt. Ja, da ich meine Stäbchen auf dem Weg hierher verloren hatte, habe ich mir mein Partei eingepackt und war eben beim 7-Eleven und habe mir gerade mal schnell was zu trinken geholt, weil da konnte ich mir dann auch einen Löffel stibitzen vom Eis. Also kann ich wenigstens mein Partei jetzt hier genießen. Da jetzt mache ich gerade ein bisschen Mittagspause. Um 14:30 Uhr kommt der nächste Zug. Und ja, den will ich mir dann noch angucken. Der geht dann auch wieder 20 Minuten später ungefähr wieder zurück. Aber mit dem werde ich dann nicht fahren, weil das dauert mir dann einfach zu lange. Ich gehe dann hier rüber zur Busstation und fahre mit einem Minivan nach Bangkok zurück. Ich denke mir, der wird nach Eka Mai fahren. Und von dort aus geht es dann mit der BTS einfach wieder nach Hause. Ja, jetzt lasse ich mir erstmal mein Partei mit einem super Eislöffel schmecken und warte auf den nächsten Zug. Mhm. Ich laufe jetzt hier so praktisch fast ganz alleine mittags durch. Es ist, mal gucken, 1 Uhr und es kommt ja immer halt nur ein paar Mal am Tag der Zug. Also hier ist jetzt um 11:10 Uhr kommt der ja an, da ist die Hölle los. Habt ihr ja auch eben schon gesehen im Video. Und um 20 Minuten später geht er zurück, da ist nochmal die Hölle los. Und danach werden alle wieder abgeholt, diese ganzen Touristen, die praktisch eine Tour buchen von Bangkok aus. Und ja, die steigen entweder ein paar Stationen vorher in den Zug ein, da wurde es ja dann auch richtig voll, konntet ihr ja auch schon sehen. Hat man natürlich auch manchmal gar keinen Fensterplatz mehr, man sieht dann eigentlich auch gar nichts, man steht da so ein bisschen gedrungen in der Mitte rum und hat eigentlich, glaube ich, auch nicht viel von dem Ausflug. Ja, dann ist hier die Hölle los und ich würde mal sagen, so, naja, lass es mal 20, Viertel vor sein, dann ist auf einmal hier schlagartig leer, weil die meisten gehen mit dem Zug wieder zurück. Da heißt es, ja, ihr habt 20 Minuten, dann fährt er zurück und ihr müsst dann wieder da sein beim Treffpunkt. Oder die sagen, es ist eine halbe Stunde und vorne wartet dann irgendwie der Bus auf euch, der euch einsammelt und dann geht es wieder zurück Bangkok oder zum Floating Market weiter. Also so richtig genießen kann man das nicht. Man ist ziemlich viel im Stress, sieht vielleicht auch gar nicht so viel. Ich mag es lieber dann so ein bisschen alleine herzukommen. Es ist halt wirklich Overtourism hoch 10 in dem Moment. Vielleicht warst du ja schon mal hier und kannst deine Erfahrung unten als Kommentar hinterlassen. Mich würde auch mal interessieren, wie siehst du das? Ist es zu viel Tourismus hier dann in dem Moment oder nicht? Ich finde, die als Tour hierher kommen und dann nur 20 Minuten, eine halbe Stunde hier sind, die können ja auch kein Geld da lassen. Das heißt, die Leute, die hier davon leben, haben es natürlich auch unheimlich schwer. Und die wenigsten jetzt, die individual herkommen, die bleiben dann auch hier und geben etwas Geld aus. Also ja, so ein zweischneidiges Pferdklinge, wie man das nennen mag. Und ich bin gespannt, was du davon hältst und schreib es einfach mal in die Kommentare. Ich bin gespannt. Also, ich werde mir jetzt noch was Hübsches zu trinken gönnen hier und dann warte ich noch auf den nächsten Zug, der um 14:30 Uhr kommt und laufe dann runter zum Busterminal, um mit dem Bus heimzufahren. So. Jetzt gucke ich mal, wo es den nächsten Mango Shake gibt.
Das Spektakel ist zu Ende und ja, war ein schöner Tag, auch wenn viele Menschen immer wieder hier sind. Für mich geht es jetzt mit dem Zug nicht mehr heim. Ich gehe jetzt schnell zum Busbahnhof, schnapp mir den nächsten Van nach Eckermai und ja, dann mit der BTS nach Hause. Vielleicht noch vorher schnell beim 7-Eleven etwas zu trinken mitnehmen. Running up, so Eckermai 100 baht. They were this one? Okay. Thank you. Schwein muss man haben. Der Bus ist schon da. Habe jetzt 100 bezahlt und muss schon noch gerade gucken, wo der Bus ist. Ich bin angekommen in Eckermai. Das Busterminal ist direkt hinter mir. BTS ist auch direkt hier. Braucht man nur ein Stückchen vorlaufen, ca. 50 Meter ist man da. Ja, für mich geht das Abenteuer Zugmarkt einfach jetzt zu Ende. Ich hoffe, dir hat die Folge gefallen. Lass ein Like da, drück den Daumen nach oben und dann sehen wir uns einfach nächste Woche wieder zu einer neuen Folge One Night in Bangkok und mal schauen, wo es uns dann hinführt. Also, ich wünsche dir noch einen schönen Abend oder Tag. Bis dann. Ciao, ciao. Bangkok, capital of Thailand, an oriental setting. Was erwartet dich in der Episode 10? In der nächsten Folge erleben wir zusammen den Thala Rot Phai Srinagarindra Train Market. Für mich einer der schönsten Nachtmärkte in Bangkok. Ich zeig dir, wie du mit der BTS und dem Song Tao zu dem einzigartigen Vintage-Paradies kommst. Ich würde mich freuen, wenn dir diese Episode gefallen hat. Lass ein Like da und abonniere den Kanal. Um keine Folge zu verpassen, drück einfach auf die Glocke. The bars have a sacred feel, but the treasures aren't all free. You'll find a god in every golden cloister, and if you're lucky, then the god's a she. I can feel an angel sliding up to me. Seen one crowded, polluted, stinking town. Beer girls warm, sweet. Some are set up in Nana Plaza. Guitar